Endlich, endlich, endlich. Der Phonolith ist da. Ja, herzlich willkommen bei Lehmann Audio. Ja, schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich freue mich riesig, euch endlich den Phonolith zu zeigen. Und den Phonolith habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt und immer mal wieder irgendwie angekündigt. Und ich sage es nochmal, was das Teil genau ist. Der Phonolith ist ein absolut minimalistischer analoger Vorverstärker, und zwar kompletter Vorverstärker. Das heißt, wir haben einen Phono-Eingang, wir haben einen Hochpegeleingang, wir haben eine Lautstärkekontrolle und wir haben einen Pre-Out, also einen richtigen Vorverstärkerausgang in Richtung Endstufe oder in Richtung Aktivboxen. Und wir haben zusätzlich noch einen Kopfhörerausgang in der, ich sag mal, bekannten und bewährten und kann ich mit allem Fug und Recht sagen, begeisternden Klangqualität, die wir bei den Lehmann Audiogeräten tatsächlich hier vorliegen haben. Ja, der Phonolith besteht aus zwei Teilen. Das, was wir hier technisch gemacht haben, ist im Prinzip den Linear 2 zu nehmen, also unser Top-Modell an Kopfhörerverstärker, Vorverstärker, und unseren Decade zu nehmen, also einen sehr, sehr, sehr gehobenen Phono-Vorverstärker aus unserem Programm, und das Ganze aber dann zu betreiben mit dem PWX2 LZ, also mit dem Netzteil, das wir auch nehmen für unseren Decade Jubilee Phono-Vorverstärker. Damit wird ganz klar, in was für eine ambitionierte Richtung, in was für eine Performance dieses Gerät geht. Und ich zeige zunächst mal jetzt hier die Rückseite von dem Audioteil. Da haben wir unten die Phono-Eingänge links und rechts. Wir haben oben drüber den Hochpegeleingang links und rechts und wir haben hier den Pre-Out. Und hier ganz links an der Seite haben wir die Ground-Klemme, also für das Erdungskabel, was vom Plattenspieler kommt. Damit ist hinten auch schon soweit alles durch. Vorne haben wir dann von links nach rechts natürlich die LED, sobald das Gerät an ist. Wir haben eine Kopfhörerbuchse, die zweite Kopfhörerbuchse musste leider weichen, weil wir an der Stelle natürlich einen Umschalter brauchten von Phono nach Line. Und der Normalzustand, so sehe ich das zumindest, ist der Zustand Phono-Verstärker, also Schallplatte hören. Und wenn wir den Kippschalter nach oben setzen, dann wird der Hochpegeleingang aktiviert. Und wir können einen Streamer oder einen CD-Player oder ein Festplattenaufnahmegerät oder Recorder oder Player, was auch immer nehmen. Und hier haben wir dann den Lautstärkeregler. Da ist das bekannte Big Blue oder Blue Velvet oder wie auch immer dieses Alpspoti genannt wird, auf jeden Fall das Teil an sich, was wir in der Preisklasse und deutlich darüber hinaus noch häufiger finden. Was man dann noch dazu sagen kann, ist, wir haben endlich mal auf der Unterseite des Audioteils nicht nur Aufkleber, also in der Serienversion ist ja dann praktisch schon die zweite Auflage. Wir haben hier praktisch die ganzen Schalterstellungen mit aufgeführt. Das heißt, wir haben die Schalterbank A, die ist zuständig für die Anpassung der Verstärkung der Ausgangsstufe. Das ist genauso, wie wir es vom Linear und Linear 2 auch kennen. Das heißt, wir können das auf 0 dB betreiben. Ich denke, das wird ausreichen in jedem Fall für die Verwendung als Vorverstärker. Oder wir können das Ganze um 10 dB anheben oder sogar um 20 dB. Das wäre dann für ziemlich unempfindliche Kopfhörer. Und hier in der Mitte haben wir die Schalterbank B, auch wieder kanalgetrennt. Und hier haben wir zwei Schalter für Filter. Und das ist so, dass wir mit dem einen Schalter bei 32 Hertz die untere Eckfrequenz setzen. Beim anderen Schalter setzen wir sie bei 50 Hertz. Und wenn wir diese beiden Schalter kombinieren, dann landen wir bei 78 Hertz. Daneben ist dann der Schalter für die High-Gain-Funktion. Also wir können insgesamt die Phono-Vorverstärkung von 36 bis 66 dB anpassen in insgesamt 4 Abstufungen, A10 dB. Und damit sind wir letztendlich bereit, wie bei allen Lehmann Audio Phono-Vorverstärkern sonst auch, praktisch MMs von Very High Output bis hin zu MCs nach Low Output pegelmäßig diese Systeme zu adaptieren und damit halt Latte zu hören und uns dran zu freuen. Ganz hinten ist dann ein 6-fach-Dip-Schalter, ganz hinten. Und hier haben wir zum einen die Umschaltung MMMC. Das ist eine Verstärkungsfaktoränderung von 20 dB. Daneben sind dann die Impedanzschalter. Und wir haben ja sonst bei den Lehmann Audio Phono-Vorverstärkern
1 Kiloohm als fest eingestellte und wählbare Impedanz und wir haben 100 Ohm als fest eingestellte und wählbare Impedanz und natürlich dann die Kombination, klar, und wenn keiner von den beiden aktiv ist, sind es dann 47 Kiloohm. Hier haben wir in dem Fall der Strömung Rechnung getragen, dass eine ganze Reihe von sehr, sehr hochwertigen, sehr hochkarätigen MC-Systemen inzwischen gerne mit 400 Ohm ungefähr den Abschluss hätten. Und deshalb haben wir diese 390 Ohm, das ist der nächstverfügbare Serienwiderstand, da eingefügt. Und das erweitert natürlich auch die Kombinationsmöglichkeiten. Ansonsten haben wir an Schalterposition 5 auch etwas, was es bei allen Lehmann Audio-Phono-Vorverstärkern gibt, nämlich die Aktivierung einer sogenannten Wahlimpedanz. Wahlimpedanz heißt, wenn das Tonabnehmersystem nur mit einem ganz bestimmten Wert wirklich optimal läuft, dann ist es möglich, diesen Wert als Festwiderstand an einen Steckplatz reinzustecken und diesen Steckplatz dann mit dem Schalter zu aktivieren und damit wird dann das System optimal angepasst. Zum Thema MC-Anpassung empfehle ich noch ein anderes Video, was ich vorher schon gemacht habe. Das können wir hier in Form einer Infokarte verlinken. Ganz zum Schluss haben wir hier noch einen Schalter, mit dem wir ein Nanofarad an Kapazität dazuschalten können. Das hat sich als sehr praktisch erwiesen, speziell bei niederimpedanten MCs, um nach oben hin den Eingang deutlich HF-dichter zu machen gegen Einstreuungen. Ich nehme jetzt mal das Gerät und zeige es offen. Das hier ist wirklich die Serienplatine und auch die Serienverarbeitung des Phonolith. Und wir sehen hier den Phonozug, so wie wir ihn vom Decade kennen. Wir sehen hier praktisch im Prinzip den kompletten Linear 2 Hochpegelzug und haben hier noch eine extra Bank an Elektrolytkondensatoren zur Pufferung. Und wir haben natürlich auch hier, so wie wir es vom Linear 2 kennen, ein deutlich dickeres Kupfer. Wir haben aufgrund der SMD-Situation kein Sechsfach-Kupfer, wir haben hier ein Dreifach-Kupfer drauf. Und das spielt aber auch schon eine klanglich ganz entscheidende Rolle und trägt dazu bei, dass die Performance so ist, wie sie ist. Jetzt zeige ich euch nochmal das PWX2 LZ-Netzteil. Das ist das Netzteil, wie wir es auch vom Decade Jubilee aus unserer Reihe kennen. Wir sehen hier vom Schaltplan, vom Layout her praktisch das PWX2-Netzteil, aber wir haben das hier als in der LZ-Version mit dreifach dickem Kupfer versehen und wir haben es mit Mundorf Elektrolytkondensatoren ausgestattet und dazu natürlich, ebenso wie das Audioteil auch, mit unseren Triple-S-Füßen. Und damit wird also der Tatsache Rechnung getragen, dass Mikrovibrationen, Mikroresonanzen wirklich einen schädlichen Einfluss auf das Musiksignal ausüben. Und mit diesen Füßen wird also der Effekt so gut wie es geht unterbunden. Und das haben wir inzwischen ja auch messtechnisch nachgewiesen. Das Messtechnikdiagramm vom Institut für Schwingungstechnik an der Fachhochschule Düsseldorf wird rechts oben oder links oben eingeblendet. Das ist unser Phonolith Analog-Vorverstärker. Warum das Ganze? Ja, Streaming ist gekommen, um zu bleiben, das wissen wir alle. Und Schallplatte ist und bleibt auf dem Markt und ist nicht klein zu kriegen, zum Glück. Zur Freude vieler, die damit täglich Musik hören. Und die Möglichkeit, einen Schallplattenspieler anzuschließen und eine Hochpegelquelle anzuschließen, ist im Prinzip die maximale Reduktion dessen, was man braucht, um richtig, richtig gut Musik zu hören. Und dieses Niveau, was wir hier haben beim Phonolith, ist also wirklich so, dass wir hier bei Lehmann Audio sehr glücklich damit sind. Und ich lade also alle ein, bei den beteiligten Händlern, die jetzt schon die Geräte vorführbereit haben, die sind unten unter diesem Video alle verlinkt, sich da selber von zu überzeugen. Noch etwas. Es gibt ja auch Fälle, wo man nicht unbedingt so viele Kästchen sehen möchte. Natürlich ist es so, dass man das Netzteil zum Beispiel gar nicht sehen muss. Das heißt, auf dem Sideboard steht dann, oder auf welchem Rack auch immer, steht dann einfach nur das Phonolith Audioteil direkt neben dem Plattenspieler. Ist doch auch schon mal was. Und daran angeschlossen halt dann direkt Endstufe oder Aktivboxen. Ja, wer von euch den Phonolith sich dann beim Händler angehört hat, kann gerne auch unten Kommentare hinterlassen und da seine persönlichen Eindrücke schildern. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt und ich freue mich auf euch. Bis dann.